Ganz herzlich willkommen zur Langen Nacht der Wissenschaften und herzlich willkommen zum Experimentalvortrag unserer Forschungsgruppe FOR MOST. Mein Name ist Dr. Olaf Brumme und zusammen mit meinem Team, das sich zusammensetzt aus Mitarbeitern des Lehrstuhls für katalytische Grenzflächenforschung unter der Leitung von Professor Jörg Libuda und dem Lehrstuhl für organische Chemie 2 unter der Leitung von Andreas Hirsch, möchte ich Ihnen heute zeigen, wie wir mithilfe von Molekülen Solarenergie speichern können. Wenn wir also Sonnenenergie in Molekülen speichern wollen, dann brauchen wir sogenannte Photoschalter. Und hier auf der linken Seite finden Sie ein Beispiel eines solchen Photoschalters. Das ist das Molekül Norbornadien. Wenn wir jetzt dieses Norbornadien mit Licht passender Wellenlänge bestrahlen, können wir dieses eben in ein weiteres Isomer, das Quadricyclan, umwandeln. Was ist ein Isomer? In einem Isomer ändert sich die Anzahl der Atome und der jeweiligen Elemente nicht, aber wir haben hier ein anderes Bindungsverhältnis. Und in diesem Fall sehen wir eben, dass wir hier jeweils Doppelbindungen haben. Diese können miteinander reagieren in einer Reaktion, die nennen wir 2+2 Zykloaddition. Und dann bilden wir hier eben aus diesen zwei Doppelbindungen hier zum Schluss diesen Vierring. Und dieser Vierring, Sie sehen schon, die Geometrie dieses Moleküls ändert sich. Und ich habe Ihnen hier einmal eben als Beispiel so ein Molekül mitgebracht. Das wäre jetzt also zunächst einmal die energiearme Form, das Norbornadien. Und wenn wir jetzt hier diese Atome jeweils miteinander nochmal verbinden wollen mit einer Bindung, dann müssen wir diese eben hier einmal spannen. Und das ist genau die Art und Weise, wie wir jetzt in diesem Molekül eben einmal die Energie speichern. Und wenn man sich jetzt hier einfach mal dieses Molekül ansieht, und ich probiere das jetzt hier einmal aus, dann sehen wir, in diesem Molekül ist wirklich auch Energie gespeichert. Im Prinzip können Sie sich das auch so vorstellen, dass das Ganze funktioniert wie dieses Modell hier, das ich habe. Und das ist eine Mausefalle. Ich weiß nicht, ob Sie in der hinteren Reihe das auch sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen habe ich noch mal ein größeres mitgebracht. Die Bärenfallen waren leider aus, aber für Ratten habe ich wenigstens hier mal noch so eine Falle gefunden. Und jetzt, was wir machen können, ist eben hier auch Spannung in unserem Modell erzeugen. Und wenn wir dieses jetzt hier spannen, dann können wir hier in diesem Fall eben auch unsere Energie speichern. Die ist in dem Fall von unserem Norbornadien auch extrem hoch. Wir können hier Energiedichten von 1 Megajoule pro Kilogramm erreichen, hier für dieses Molekül. Das ist vergleichbar mit der Energiedichte einer Lithium-Ionen-Batterie. Und wenn wir jetzt einen passenden Trigger haben, können wir dann eben diese Energie wieder freisetzen. Hier für die Mausefalle können wir das Ganze, haben wir hier zum Beispiel so eine süße Maus hier. Wenn wir das Ganze in der Chemie machen wollen, nutzen wir hierfür Katalysatoren. Was sind Katalysatoren? Katalysatoren nehmen an einer Reaktion teil, beschleunigen diese Reaktion. Sie sind aber vor und nach der Reaktion jeweils gleich. Dementsprechend, sie verändern sich nicht. Das wäre jetzt in diesem Fall für diese süße Maus hier nicht der Fall, weil die wäre danach tot. Dementsprechend ist vielleicht ein schlechter Katalysator. Außerdem wollen wir jetzt diese Maus auch nicht weiter verletzen. Deswegen habe ich uns hier jetzt mal so einen Katalysator mitgebracht. Und wenn wir jetzt hiermit einfach jetzt unser Molekül einmal auslösen, dann sehen wir schon, dass hier eine ganze Ecke an Energie eben frei wird. Das Ganze bewegt sich und wenn Moleküle sich bewegen, dann sehen wir das in Form von Wärme. Wir haben hier also eine thermische Energiefreisetzung und wenn wir uns jetzt wieder unsere Mausefalle anschauen, dann sehen wir, die ist immer noch funktionsfähig. Also wir können jetzt wieder im nächsten Schritt diese Mausefalle wieder spannen und das Gleiche können wir mit unseren Molekülen eben auch tun. Das, was wir hier in diesem Fall dann haben, ist, dass wir sowohl die Sonnenenergieumwandlung
als auch die Speicherung, als dann auch die thermische Energiefreisetzung, alles in einem molekularen System kombinieren können. Wir haben jetzt hier in diesem Fall uns einmal das Norbornidien-Quadrizyklan-System angeschaut. Wir haben aber noch weitere Systeme, mit denen wir das machen können. Im Prinzip haben wir eine ganze Bibliothek an verschiedenen Molekülklassen, die diese Eigenschaften aufweisen. Zum Beispiel haben wir hier das Azobenzol, oder allgemein Azobenzole, die wir hier nutzen können. Hier haben wir dann sowohl das E-Isomer als auch das Z-Isomer. Also wir haben einmal, kann man sich vorstellen, dass die Phenylringe so stehen und das andere mal so stehen. Und hier sind sie dann auch wieder durch die Abstoßungskräfte, haben sie hier mehr Energie gespeichert als im anderen. Und wir haben hier die Möglichkeit, eben Energie zu speichern. Dann haben wir hier das Dihydroazolen. Hier haben wir dann diese Bindung, die aufgebrochen wird und es bildet sich hier folgende Doppelbindung. Oder wir haben eben die Azaborine. In diesem Fall können wir dann diesen Sechsring eben nochmal mit einer zusätzlichen Bindung dann in 4 Ringe unterteilen und haben dann auch wieder ein stark gespanntes Molekül. Und all diese Moleküle können wir jetzt eben nutzen, um Energie zu speichern. Und je nach Anwendung können wir uns jetzt das richtige oder das passende Molekülsystem uns dann eben aussuchen. So, kommen wir damit dann nochmal zurück zu unserem Speicherzyklus. Durch diesen Speicherzyklus haben wir jetzt auch verschiedene wissenschaftliche Herausforderungen. Wenn wir uns zum Beispiel zunächst wieder die Umwandlung anschauen, dann müssen wir hier zunächst einmal die Absorption unserer Moleküle, also die Fähigkeit, das Licht aufzunehmen, mit dem Sonnenspektrum abgleichen. Die Idee dahinter ist, nur wenn diese Abgleichung auch stimmt, dann nehmen wir möglichst viel von unserem Sonnenspektrum zum Schluss auf und können diese dann eben auch speichern. Ansonsten, wenn wir nur jetzt hier im UV-Bereich beispielsweise schalten können, dann nutzen wir eben nur einen Bruchteil unseres Sonnenspektrums. Dann brauchen wir eine hohe Quantenausbeute. Das bedeutet, dass wenn wir diese Energie aufnehmen, dass die dann auch wirklich zur Reaktion führt und wir zum Schluss dann die Bildung unseres Quadrizyklans in diesem Fall haben. Auch hier ist es wieder, je besser die Quantenausbeute ist, desto mehr des eingestrahlten Lichts können wir zum Schluss eben dann auch speichern. Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir eine hohe Selektivität haben. Das bedeutet, dass es hier wirklich zur Reaktion zum Quadrizyklan kommt und nicht zu irgendwelchen Nebenreaktionen, die dann natürlich unseren Speicher nicht mehr in unserem Speicherzyklus sind und damit reduzieren wir unsere Zyklisierbarkeit, also die Häufigkeit, wie oft wir zum Schluss die Energie speichern und wieder freisetzen können. Und die soll natürlich möglichst hoch sein. Wenn wir dann selber bei der Speicherung sind, dann brauchen wir zunächst einmal hohe Energiedichten. Also wir wollen möglichst viel Energie pro Gewicht und auch das Volumen ist natürlich wichtig, speichern können, um dann eben möglichst viel Energie dann zum Schluss auch auf geringem Platz nutzen zu können und mit geringem Gewicht. Dann in die gleiche Richtung zielt auch der Punkt, dass wir zusätzliche Lösungsmittel verzichten wollen. Weil wenn wir zusätzlich jetzt hier noch ein Lösungsmittel haben, dann haben wir hier zusätzliches Gewicht, zusätzliches Volumen, das aber keine Speicherfähigkeit hat. Dementsprechend ist das ein weiterer Punkt, den wir bewerkstelligen wollen. Dann brauchen wir lange Speicherzeiten und die Systeme dürfen natürlich auch nicht hochgiftig sein. Dementsprechend brauchen wir eine geringe Toxizität unserer Photoschalter. Der dritte Punkt, den wir ja hatten, war die Freisetzung. Hier brauchen wir zunächst eine hohe Aktivität unseres Triggers, zum Beispiel hier eben unseres Stabs. Und der sollte möglichst auch ohne zusätzlichen Energieeintrag funktionieren, weil wenn wir nochmal Energie brauchen, um Energie freizusetzen, dann fehlt das uns zum Schluss natürlich in unserer Energiebilanz hinten all die Energie, die wir hier reingesteckt haben.
Dann haben wir auch in diesem Fall, benötigen wir wieder eine hohe Selektivität. Das ist vergleichbar zu der Umwandlung. Wir wollen also auch bei der Rückreaktion keine Nebenreaktionen haben, um einfach eine häufige Zyklisierbarkeit zu haben. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir die Energiefreisetzung zum Schluss auch kontrollieren können. Es hilft nichts, wenn das Ganze dann unkontrolliert einmal durchzündet und wir dann alle Energie einmal loswerden, sondern man muss sich ganz genau bewusst sein, wie viel Energie wollen wir zum Schluss freisetzen, um beispielsweise jetzt ein Haus oder so zu heizen, denn wir wollen ja auch keine Sauna aus dem Ganzen machen. Und auch ein wichtiger Punkt ist die Trennbarkeit vom Trigger und vom Fotoschalter. Wenn wir zum Beispiel homogene Katalysatoren nutzen, wie wir das jetzt hier in dem Experiment machen werden, dann sind die in unserer Lösung später drin und selbst wenn wir dann das Ganze wieder bestrahlen würden, hätten wir in diesem Fall natürlich gleich den Katalysator mit drin, also die Rückreaktion würde dementsprechend sofort stattfinden. Dementsprechend ist es dann wichtig, zum Beispiel heterogene Katalysatoren zu nutzen in diesem Fall. Und dann haben wir natürlich abschließend dann auch die Anwendung im Hinterkopf. Wir zeigen Ihnen hier also das Konzept unserer Fotoschalter und unserer MOS-Systeme, aber wir müssen natürlich vom Konzept bis zu einem funktionsfähigen Device das Ganze entwickeln. Das ist eine weitere Herausforderung und uns interessieren natürlich auch zusätzlich noch neue Anwendungskonzepte. Also beispielsweise sehen Sie hier unten jetzt Fenster, die mit so einem Fotoschalter beschichtet sind und jetzt kann man sich überlegen, dass diese Fenster eben während des Tags dann eben die Energie aufnehmen und in der Nacht dann den Raum gleichzeitig heizen. Und solch ein Fenster beispielsweise können Sie jetzt auch bei uns am Stand dann einmal sehen und auch ausprobieren. Sowohl das Hin- als auch das Rückschalten können Sie dort sehen und dann eben auch den Farbumschlag, weil wir hier wirklich auch im sichtbaren Bereich Licht absorbieren in der energiearmen Form und dann in der energiereichen Form wird unser Fenster in diesem Fall farblos. Sie sehen, wir haben hier ganz viele verschiedene wissenschaftliche Herausforderungen und um die wirklich auch lösen zu können, braucht es eine passende Forschungsumgebung. Und diese haben wir etabliert in unserer Forschungsgruppe, in der die Experten auf dem Gebiet der MOS-Systeme ganz Deutschlands und sogar Europa, also hier kooperieren wir auch mit der Universität in Barcelona, sich eben zusammengetan haben, um diese Herausforderungen einmal zu bearbeiten. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu unserem Nord-Borner Dien. Dieses können wir jetzt photochemisch umwandeln. In diesem Fall findet die Umwandlung im UV-Bereich statt. Wenn Sie sehen wollen, wie wir das Ganze jetzt hier auch im Labormaßstab dann machen, das Gerät, mit dem wir das jetzt schon mal getan haben, finden Sie dann bei uns am Stand stehend. Da können Sie das Ganze dann auch noch mal vor Ort begutachten und sich anschauen. Jetzt haben wir schon unser Quadricyclan eben einmal hier als Chemikalie fortliegen. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden jetzt zu unserem Quadricyclan dann eben unseren Katalysator dazugeben. In diesem Fall nutzen wir hier ein Kobaltporphyrin. Porphyrine kennen Sie beispielsweise aus dem Häm. Das ist der rote Blutfarbstoff im Hämoglobin. Und dort haben wir in diesem Fall dann ein Eisenzentrum sitzen und das ist zuständig für die Anbindung des Sauerstoffs. Oder aber Sie kennen es auch zum Beispiel aus dem Chlorophyll, also aus dem grünen Blattfarbstoff. Dort hätten wir ein Magnesiumzentrum hier sitzen. Für unseren Katalysator haben wir in diesem Fall jetzt ein Kobaltzentrum hier. Und dies katalysiert sehr effektiv hier unsere Reaktion. Wir werden jetzt gleich dann unsere Freisetzung auch einmal beobachten und hierfür nutzen wir eine Wärmebildkamera. Mit dieser Wärmebildkamera oder auch IR-Kamera genannt, können wir dann eben die Wärmefreisetzung beobachten und das werden wir jetzt hier in diesem Versuch machen. Wir haben die Wärmebildkamera hier schon einmal aufgebaut. Das sehen Sie jetzt hier. Wir filmen das Ganze jetzt nochmal mit einer Dokumentenkamera ab. Wir müssen jetzt hier einmal schnell das Kabel umlegen, weil wir jetzt hier einmal eben die Dokumentenkamera brauchen.
Und damit will ich auch mal ganz kurz vorstellen, Friederike Jeschke, meine Mitarbeiterin, sie wird den Versuch jetzt einmal für Sie vorführen. So, und damit hoffe ich, sehen wir jetzt dann auch gleich ein Bild. Das ist jetzt, wie gesagt, eine Wärmebildkamera. Diese Kamera hat zwei Optiken drin. Zunächst einmal haben wir unser klassische fürs sichtbare Licht, unsere Optik hier. Sie sehen noch leicht dieses Becherglas, hier auch schon mal den Rührfisch, der hier dreht, und über das Bild hinübergelegt ist dann eben nochmal unser Wärmebild als zusätzliches Bild. Das kurz zur Erklärung. Hier sehen Sie schon mal zwei Temperaturpunkte, einmal hier außerhalb unseres Becherglases und dann hier einmal innerhalb unseres Becherglases. Soweit hier jetzt zu diesem Versuch. Und jetzt wird Friederike im nächsten Schritt einmal unser Quadricyclan dazugeben. Das macht sie jetzt hier erstmal mit einer Pipette und füllt hier mal 1 Milliliter an Quadricyclan ein. Dieses Quadricyclan ist in diesem Fall wirklich auch schon flüssig unter Raumtemperatur. Dementsprechend hier brauchen wir kein zusätzliches Lösungsmittel. Das funktioniert hier soweit schon mal sehr gut. Sie sehen hier auch schon mal unsere Temperaturskala. Das ist auch wichtig. Also Sie sehen, wir wollen hier heute ziemlich weit hinaus. Das, was wir heute sehen. Und im nächsten Schritt wird Friederike jetzt dann gleich ihre Spritze aufziehen und dann den Katalysator dazugeben. In diesem Fall ist das eben das Kobaltporphyrin in einem Lösungsmittel, in diesem Fall DCM, einmal eben dann dazugegeben. Und was wir jetzt hier eben sehen, ist, dass das Ganze jetzt hier einmal warm wird. Und wir kommen jetzt hier, ich lese gerade 45 Grad, 47 Grad, 50 Grad erreichen wir, 51, 52 Grad. Das, was jetzt hier im Moment unsere Temperatur limitiert, ist im Prinzip das Lösungsmittel, das wir jetzt noch zusätzlich haben, das jetzt auch gleichzeitig verdampft, das wir in diesem Fall noch in unserem Katalysator haben. Aber mit 50, 51 Grad kann man schon mal ganz gut heizen, würde ich sagen. So, wir sehen auch auf der Rührplatte bleibt noch ein bisschen Temperatur für eine Weile stehen. Wir wiederholen jetzt diesen ganzen Versuch noch einmal und verzichten jetzt aber auf das zusätzliche Lösungsmittel und geben gleich mal eine, was wir Chemiker gerne sagen, eine Spatelspitze an Katalysator zu dem ganzen System. Genau. Und ich kann Ihnen schon mal verraten, Friederike wird jetzt hier in diesem Fall das Volumen auf 10 Milliliter unseres Quadricyclans einmal erhöhen. Weil Sie sehen, wir haben ja hier noch ein bisschen Platz nach oben auf unserer Temperaturskala. So, und ich sehe jetzt schon, wir haben jetzt eben wieder unser Quadricyclan dazugegeben. Vielleicht als kurze Hintergrundinformation. Hier haben wir jetzt natürlich einen eher homogenen Katalysator dazugegeben. Wir können diesen homogenen Katalysator aber zum Beispiel eben auch auf Oberflächen anbinden und hätten dann Katalysatoren, die man zum Beispiel auf magnetische Nanopartikel geben kann und damit dann einfach einen Magneten zusätzlich hinstellt und dann auch die Trennung unserer Nanopartikel von unserer Lösung hätte. Das wäre eine Möglichkeit, den Katalysator jetzt in diesem Fall eben dann zu trennen, oder aber wir nutzen dann wirklich auch Elektrodenmaterialien, mit denen wir dann sogar den Katalysator ein- und ausschalten können. Das sind so aktuelle Konzepte, die wir hier gerade in unserer Forschung dann auch einmal untersuchen. Und dann, Friederike, glaube ich, bist du schon so weit, dass du den Katalysator zugegeben hast. Sie schließt auf jeden Fall schon mal den Abzug. Das ist auch ganz gut, weil ich hoffe, es wird jetzt gleich auch nochmal warm. Und es verdampft natürlich dann auch gegebenenfalls unser Quadricyclan. Und da ist dann auch wichtig, dass wir das Ganze wirklich hier in diesem Fall abziehen. So, und jetzt sehen wir hier unten schon, dass es in diesem Fall jetzt auch wirklich langsam warm wird. Im Moment sind wir hier noch so bei 38 Grad, aber das sollte sich jetzt auch in den nächsten Sekunden bzw. spätestens Minuten dann einmal ändern.
Ja, die Temperatur steigt hier auf jeden Fall schon mal hier unten ganz deutlich an. Hier oben haben wir dann unsere Temperaturmessung. Vielleicht achten Sie dann auch zum Schluss nochmal hier auf unsere Umgebung, denn es ist auch immer gut, einen Referenzpunkt zu haben, der jetzt in diesem Fall hier zeigt, dass es außerhalb dann wirklich kalt bleibt. Und innerhalb, ja, wir sehen, ich hoffe ja noch, wir knacken die 90. Ja, wir knacken die 90. Das ist auf jeden Fall hier die 90 Grad. Und das ist in diesem Fall wirklich dann auch der Siedepunkt unseres Quadrizyklans. Und Sie kennen das vielleicht aus dem Wasser. Sie können auch unter Normaldruck Wasser nicht über 100 Grad erhitzen, sondern es fängt halt dann einfach das Kochen an. Und das Gleiche ist hier. Und alle Energie, die wir jetzt weiter freisetzen, im Prinzip verdampfen wir dann hier einmal unsere Quadrizyklan. So, weil wir eben den Siedepunkt erreicht haben. Und das zeigt aber, denke ich, ganz eindrücklich, wie viel Energie doch in diesen Molekülen hier drinnen steckt und wie wir das Ganze dann auch einmal freisetzen können. So, jetzt können wir noch mal ein bisschen dem Abkühlen zuschauen und dann sind wir auch mit unserem Experiment hier selber am Ende. Ich will aber dann gleich noch mal einmal kurz zurückkommen auf meinen Computer. So, denn ich will nicht Sie nach Hause lassen ohne auch eine Take-Home-Message. Und meine Take-Home-Message für heute ist, dass wir eben mit molekularen Solarthermiespeichern die Umwandlung von Sonnenenergie, deren Speicherung und deren Freisetzung in einem einfachen molekularen System kombinieren können. Und wenn Sie zum Schluss hier einmal unsere Mausefalle im Hinterkopf behalten haben, ich denke, dann haben wir hier in diesem Fall auf jeden Fall viel erreicht. Ansonsten haben wir natürlich unsere Kooperationspartner innerhalb unserer Forschungsgruppe. Ich möchte auch danken den Kooperationspartnern hier an der FAU, mit denen wir diese Projekte vorantreiben. Wir haben auch zusätzlich noch externe Kooperationspartner. Wir haben Förderung durch die DFG, die das uns überhaupt erlaubt, hier diese Forschung auch betreiben zu können. Und abschließend möchte ich mich besonders bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Fragen stehen, bin ich hier sehr gerne bereit, alle möglichen Fragen zu unseren Speichersystemen einmal zu beantworten. Da ist eine Frage. Die Frage war, wie kontrolliert man die Energiefreisetzung? Da gibt es jetzt natürlich ganz verschiedene Konzepte, wie man das Ganze machen kann. Ein Konzept, das wir beispielsweise verfolgen, ist, dass wir die Energiefreisetzung elektrochemisch kontrollieren. Wenn man jetzt dieses Quadrizyklan einmal oxidiert, und das kann man elektrochemisch tun, dann folgt da eine Kettenreaktion draus, die dann eben die Freisetzung einmal katalysiert. Und damit können wir, wenn wir das Potenzial zu oxidativen Potenzialen schalten, eben das Ganze einmal freisetzen und wenn wir es wieder runterschalten, kann man das Ganze eben dann auch wieder stoppen. Man kann in diesem Fall auch zum Beispiel dann eben heterogene Katalysatoren nutzen und dann einen Flow-Reaktor bauen und nur wenn unser Quadrizyklan durch diesen Flow-Reaktor fließt, können wir dann eben unsere Reaktion stattfinden lassen. Ich hatte ja auch schon mal erwähnt, dass wir eben auch an Konzepten arbeiten, an denen wir wirklich den Katalysator an- und ausschalten können. Also es gibt hier ganz verschiedene Konzepte, das zum Schluss zu kontrollieren, aber das bedarf natürlich viel Forschungsarbeit noch. Wir sind hier immer noch in der Grundlagenforschung und das ist was, das wir ganz vehement im Moment untersuchen. Bis wann wird sowas in die Anwendung kommen? Das ist natürlich eine Frage. Im Moment ist das noch Grundlagenforschung, das, was wir machen. Es gibt Arbeitsgruppen und wir arbeiten auch eben mit diesen Arbeitsgruppen, die die Anwendung weiter vorantreiben und dann eben auch hier so Testsysteme schon aufbauen. Also beispielsweise habe ich jetzt hier ein Bild gezeigt, wo das Ganze hier zum Beispiel dann auch auf dem Dach der Universität hier die Fotoumwandlung dann irgendwie einmal installiert wird mit einem Tank, in dem das Ganze dann eben auch unter Realbedingungen getestet wird. Aber Ihnen wirklich eine Zeitprognose zu setzen, dafür sind wir noch zu sehr in der Grundlagenforschung verankert.
Aber dafür sind wir auch hier an der Universität. Wenn wir mit fertigen Produkten zum Schluss kommen, dann ist unser Job typischerweise schon gemacht und wir arbeiten jetzt wirklich am Anfang der Verwertungskette, würde ich mal so sagen. Wenn ich alle Fragen klären konnte, dann freut mich das sehr gemein. Und dann nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie gerne nochmal bei uns am Stand vorbei. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine schöne lange Nacht der Wissenschaften und einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal.